Und wisst ihr, was ich daran so schön finde? Die Natur. Du fühlst dich einfach frei. It was more like, oh, I don't want this anymore, let's do something else and go explore a little bit. The reason we left Germany, or that kind of time limiting factor that forced us to do something or take action, was that I was going to go into school within the next few months, and we decided, do we want that or not? And so we decided, no, we don't want her in the school system, so we packed our bags and left. We ended up in Badolato here, in a village next door, because there was already a project that we thought we liked the idea of what they're doing, free learning kids. With this project, we went out of that village where we had problems with neighbors and just being in a confined space that was just becoming too much with the more and more kids there were in this community. It was harder to actually do something. So we went out and looked for land, and this is what we ended up with. Weißt du, wir machen auf dem Dach noch ein Haus und dann ist es ein zweiter Stock. Dann brauchen wir aber noch ein zweites Dach. Dann können wir nämlich da die Dächer runterrutschen. I enjoy the fact that there's always someone around if you want company, and you can retreat into your own space if you want to be on your own, that there's that choice. I guess that's the most important thing for me, that you always have a choice. Wir haben Tippi, wir haben Fahrräder, ein Haus, ein riesiges. And the fact that if you have an idea, you can say to someone else here, hey, I have this idea, what do you think? And then they might even help you with it, or they might give you some feedback and some, input that you hadn't thought of, which is a really nice part about the everyday here. Was wir brauchen? Wir brauchen einen Spielplatz und wir brauchen eine Schaukel und wir brauchen Pferde. Ja, und einfach. Und wir brauchen Tiere mehr. Einfach, wir brauchen Giraffen. So I guess I would like to reintegrate the space more into nature. It feels like there's a lot of concrete and stone, and that would be nice to get rid of a lot of that and plant more trees and make it more of a gardeny, foresty feel. Yeah, and I mean the most important thing is that the people here feel good with each other and can communicate and solve problems and respect each other and like each other. I think liking each other is a big part of it. So I don't know how you do that, how you get the ideal mix of people. Ja, ich habe schon lange nach einem Ort gesucht, wo ich mich richtig zu Hause fühle, wo ich leben möchte, mit netten Menschen. Ein Ort, wo ich das Gefühl habe, wo auch meine Tochter Smilla gut aufwachsen kann. Das Schöne ist, dass man hier so wenig zum Leben braucht.
Deswegen habe ich das Glück, dass ich gerade wirklich leben kann von Unterhalt von Smillas Papa und dem Kindergeld aus Deutschland. Es ist herzlich wenig, aber es reicht vollkommen zum Leben und wir haben alles, was wir brauchen. Wir essen vegetarisch, ja, versuchen möglichst halt auf irgendwelche Fastfood-Sachen zu verzichten. Ja, dass es einfach nicht übermäßig Zucker gefüttert wird. Es sei denn, okay, wenn mein Geburtstag ist, dann haben wir auch eine kleine Kuchenparty. Also es ist schon für mich auch das erste Mal so ein Leben in einer Gemeinschaft. Auch wenn ich jetzt nur Teilzeit hier bin, ist es trotzdem, gibt es große Herausforderungen bezüglich, was wollen wir für die Kinder. Die Richtung ist zwar gleich und trotzdem müssen wir uns immer wieder viel austauschen, viel kommunizieren, weil es doch einfach unterschiedliche Ansichten gibt. Das hätte ich mir eigentlich leichter vorgestellt. Und wenn wir dann mal gesprochen haben, ist dann die Umsetzung auch schwierig. Also es ist manchmal, wird irgendwas beschlossen und dann plötzlich merkt man aber so, hey ja, aber wir haben es beschlossen, aber wir machen es gar nicht. Wir kommen aus aller Welt zusammen, kennen uns nicht, bunt zusammengewürfelt und nach der ersten Euphorie kommen erstmal natürlich Schwierigkeiten und auch Probleme. Und die gilt es dann einfach zu überwinden. Aber es ist einfach ein Lernprozess und noch relativ neu. Genau, ich würde mir authentische Menschen um mich herum wünschen. Und bisher ist das auch absolut der Fall, was ich total schön finde. Wir sind so, wie wir sind und ich kann hierher kommen und es kann mir total schlecht gehen und ich muss es nicht verstecken. Ich kann traurig sein, ich kann auch mal wütend sein, ich kann einfach nur, ich darf halt ich sein. Aber ich denke, wir haben schon richtig viel gelernt und sind auf einem guten Weg.